Digitalpianos unter 500 €. Im Preis knapp unter 400 € würde man das neue Thomann DP28 Plus, das wir hier haben, glatt als Anfänger-Digitalpiano einstufen. Es hat aber doch ein bisschen mehr zu bieten, sogar einiges mehr. Neben den Klang- und Spieleigenschaften soll uns vor allem auch interessieren, kann man damit Klavier lernen? Yassin, du bist studierter Jazzpianist, Leiter der Online-Schule Music to Me. Was ist dein Eindruck? Auf jeden Fall sehr positiv. Also die Tastatur macht einen schönen Eindruck, ist sehr vollgriffig. Super Klang und also es macht Spaß zu spielen. Man hat einen schön definierten Druckpunkt. Und ja, also auch fürs Klavierspielen, gerade natürlich durch den attraktiven Preis, auf jeden Fall auch eine Empfehlung. Ja. Ja, dieser Preis kommt ja dadurch zustande, es ist eigentlich ein Portable Piano. Wir sehen das hier mit einem Stativ, das gibt es optional dazu, auch mit den 3 Pedalen. Es ist ja also erstmal ein transportables Gerät, es ist dabei sehr, sehr leicht, ich glaube 12 Kilogramm, Ja. Absolutes Leichtgewicht. Würde dich da eigentlich erstmal die Bauart stören, so als Portable Piano? Nee, überhaupt nicht. Das Gute natürlich an diesen Portable Pianos ist natürlich, dass sie sehr leicht sind und gut transportierbar sind. Auch immer eine gute Wahl, zum Beispiel als Zweitinstrument, als Profi, dass man noch ein etwas günstigeres dabei hat, zum Beispiel als Ausfallgerät. Aber auch so für kleinere Gigs ist natürlich das die erste Wahl im Gegensatz jetzt zu einem richtig schweren Modell. Und man hat halt schon hier viele gute Funktionen, die es eigentlich erst in deutlich teureren Modellen gibt. Ja? Also das Paket hier ist auf jeden Fall interessant auch für Profis, sage ich jetzt Das ist mal. ja schon interessant, dass du überhaupt die Anwendung erwähnst als Zweitgerät, als professioneller Pianist. Du bist ja auch live unterwegs. Also die Tastatur scheint dir schon sehr gut zu gefallen. Ja, also es macht auf jeden Fall Spaß zu spielen und man hat auch die Möglichkeit, auch sehr feine Abstufung zu machen in der Lautstärke. Also man kann richtig spielen, wie man es eigentlich so gewöhnt ist, ja. Ja, in der Dynamik steckt auch ganz schön was drin. Ja. Gut, ich glaube, wir bringen jetzt schon mal die App ins Spiel, weil also man kann natürlich hier, hat man ein minimalistisches Bedienfeld, da kann man die Sounds anwählen. Das kann man natürlich auch über eine App machen, die man über Bluetooth verbindet. Das finde ich schon mal auch sehr cool. Also legen wir los mit der iPad-Version. Es gibt es auch für Android oder auch Smartphones von Apple und auch Android. Das ist eine Piano-App. Viele Hersteller bieten ja da so ganz spezielle Apps an, die nur mit den Pianos laufen. Das ist eine Universal-App, die nennt sich Piano Toolbox. Die kommuniziert mit dem DP28 Plus. Und die kann man auch ganz einfach verbinden. Das funktioniert super gut. Man wählt es einfach an und sieht dann hier, ist es dann blau geworden, das Licht, und zeigt an, wir haben eine Bluetooth-Verbindung, und dann können wir die Sounds anwählen. Und dann sehen wir schon mal, es gibt nicht nur einen Klaviersound, sondern es gibt gleich 4 Klaviersounds. Das finde ich auch schon mal sehr cool. Sieht schon mal fein aus. Also da hat man eine schöne Auswahl. Das erste, was wir jetzt gehört haben, war das German Grand. Da gibt es noch eine Bright-Version davon und auch ein Japanese Grand. Ich würde tippen, ein bisschen poppiger im Sound und ein Warm Grand. Ja, ich würde ja total gerne mal auch mit ein bisschen Klassik das probieren. Gerne. Also ich bin ja kein Klassik-Spezialist, aber ich nehme mir natürlich, wenn ich Digitalpianos teste, immer mal klassische Beispiele, um einfach die Anmutung zu hören. Da habe ich 2 Diabelli-Variationen rausgefunden, eine von Beethoven, eine von Schubert, die sehr unterschiedlich gespielt werden. Und ich probiere das einfach mal aus. Die von Beethoven, die benutzt so laute Akzente. Das finde ich schon mal sehr, sehr schön, brillant. Das ist das German Grand, was wir da gehört haben. Hätte ich jetzt auch so erwartet, dass es so klingt. Ja. Mit diesen schönen, diese lauten Akzente. Aber wie spielt sich das dann mit der zweiten Variante von Schubert? Die wird in Moll gespielt und ist auch weicher. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Also ich merke hier schon, ich kriege das nicht richtig hin. Wie gesagt, ich bin ja auch jetzt kein professioneller Klassikpianist, aber ich versuche das mal mit dem Warm Grand, weil ich
kriege diese Akkorde nicht so schön leise, wie ich das eigentlich gern hätte. Das funktioniert schon deutlich besser mit dem Warm Grand. Das bietet mir einfach hier mehr Dynamik. Das ist also wirklich auch schön, wie man das leise spielen kann. Und trotzdem ist da richtig Raum in dem Ausdruck. Spielen wir es mal laut. Was passiert eigentlich mit den Resonanzen? Da nehme ich immer die Sweetberger Mask. Es macht auch tatsächlich einen schönen, großen Resonanzraum. Ich glaube, jedes Digitalpiano heutzutage klingt gut, wenn man laut spielt. Wenn man diese lauten Akzenten rausholt. Probieren wir das mal mit etwas, das minimalistischer gespielt wird, weniger Noten. Also wir haben ja hier diese vielen Stimmen, die da zusammenkommen. Und jetzt was Leiseres von Edvard Grieg. Ja, die Dynamik auch zwischen beiden Händen ist natürlich auch schön. Also man kann eigentlich sehr leicht und sehr leise und auch laut relativ in kurzen Abständen auch gut die Dynamik dann auch spielen. Ja, ich finde das wirklich gut gemacht. Also ich habe auch nicht das Gefühl, dass jetzt hier das von leise nach laut, das in irgendwie spürbaren Stufen passiert. Ja. Das ist gut gemacht. Toll. Klingt gut. Lass uns noch ein paar andere Sounds hören. Ja. Okay, lass uns doch einen Blick auf die E-Pianos werfen. Es gibt ja noch viele andere Sounds, außer den akustischen Pianos. Ja. Das Schöne ist natürlich jetzt, wenn man das iPad gerade zur Hand hat, dass man hier auch ganz einfach auf E-Pianos gehen kann. Man sieht hier am Gerät, es schaltet sofort um auf E-Piano. Also man sieht es also auch visuell am Gerät, dass man jetzt sich in den E-Pianos befindet. Bisschen Effekt, kann man da noch mal mehr machen? Oh, guck mal. Okay, da kann man einiges noch einstellen. Chorus. Okay. Ja, schön. Kriegt mehr Schwebung. Tut sich was, ja. Schön. Okay. Also, haben einen guten Klang und auch die integrierten Lautsprecher machen wirklich eine gute Figur. Ja. Also selbst auf, sage ich mal, 50% Lautstärke hat man wirklich einen schönen, vollen Klang. Also macht Laune zu spielen auf jeden Fall. Ne? Ja, toll. Ich sehe auch gerade hier bei der App, da gibt es noch Favorites. Man kann also diese Sounds auch speichern. Hier oben ist so ein Disk-Symbol. Ist mit Sicherheit toll. Auch eine ganz gute Funktion, gerade für einen Live-Gig, wenn man nicht immer wieder am Gerät die Sounds ein- und umstellen will. Es ist doch manchmal immer auch ein bisschen schwierig, wenn man auf Piano 4 Klänge hat und man weiß nicht mehr genau, wo man eigentlich jetzt auf welchem Piano-Sound ist. Und mit der App hat man dann natürlich die Kontrolle oder speichert sich den Klang einfach so ab, auch mit Effekten, wie man es gern hätte. Also das ist ja schon auch sehr cool, weil man kann ja jetzt auch Layer-Sounds machen. Ich klicke jetzt einfach den zweiten Sound dazu und jetzt haben wir E-Piano und das Akustikpiano gelayert. Gucken wir doch mal, was hier noch so gibt. Oh cool, Electric Grand. Krass.
Ja. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das klingt ja schon richtig, richtig gut. Nee, es macht wirklich Spaß zu spielen. Fette Sounds auch im gesamten Bereich. Also jetzt nicht nur in dem Mittenbereich, wo viele Instrumente gut klingen, sondern auch in den Tiefen und auch in den Höhen. Also auf jeden Fall ja, mehr als ein nettes Feature, die App. Also man kann Ja, einiges auch damit ja. Ist auch schick gestaltet und sehr, sehr praktisch. Sehr einfach zu bedienen, Ja. super zu verbinden mit dem Piano. Das geht ruckzuck. Was mir gerade eben noch aufgefallen ist, hier bei den akustischen Pianos, da gibt es ganz viele Details, die man einstellen kann. Wie zum Beispiel die String Resonance, die kann man ganz laut machen. Also müsste es hier die Sympathetic Resonance geben. Wenn du jetzt mal eine Oktave Staccato spielst, dann müsste es nachklingen. Ja, wunderbar. Hätte ich jetzt bei der Preisklasse auch nicht unbedingt vermutet. Dann kann man die Damper Resonance kann man im Level einstellen. Es gibt ein Damper Noise. Das ist also, wenn man in das Pedal tritt, Genau. dass so ein Geräusch entsteht, ein mechanisches. Ja. Das sind schon viele Details. Hammer Noise kann man einstellen. Ja, Lid, also den Deckel vom Flügel, virtuell auf- und zuklappen. Und Reverb kann man einstellen. Toll. Eine Touch Curve gibt es auch, also dass man die Anschlagdynamik anpassen kann. Wunderbar. Digital-Piano-Funktionen gibt es reichlich hier. Layer Sounds haben wir gesehen. Split gibt es auch. Dann gibt es ein Metronom, auch toll gestaltet hier. Und auch Rhythmen kann man da anwählen. Also mit dieser App, das ist schon eine tolle Sache. Auf jeden Fall, die ja. kostenlos ist. Ja, alles klar. Dann fassen wir doch zusammen. Ein Portable Piano, das für kleines Geld eine tolle Tastatur bietet, tolle Sounds. Ich finde auch das Design wirklich gelungen. Sehr ansprechend. Es ist sehr leicht dabei, hat man schon gesagt, bei 12 Kilogramm. Gut, das ist ein leichtes Kunststoffgehäuse. Das ist jetzt nicht das stabilste, würde ich sagen, wenn man mit anderen teureren Instrumenten vergleicht. Also beim Kauf vielleicht gleich eine Tasche dazu kaufen. Definitiv. Wenn man damit viel unterwegs sein möchte. Das kleine Gewicht hat natürlich seinen Preis. Also man hat natürlich dann bauartbedingt dann etwas leichtere Teile, die dann auch ein bisschen, wo man auch ein bisschen aufpassen muss, dass die nicht kaputt gehen. Aber ich denke, das ist völlig okay, erstmal für den Preis. Aber insgesamt ist es sehr gelungen vom Design. Hier die Farben, wenn man das Gerät anmacht, dann gehen erstmal alle Knöpfe mal einmal hoch und einmal runter. Ja? Also das ist ein netter Effekt. Dann haben wir hier 2 Kopfhörerbuchsen, auch nicht selbstverständlich in der Preisklasse, auch gerade zum Üben mit einem Lehrer oder mit jemandem anderes. Eine kleine und eine große Genau. Buchse, finde ich super. Klein und groß und zusammen mit der App, die Tastatur, ein Pedal ist auch dabei. Gar nicht zu vergessen. Kleinen Moment, das hole ich gerade mal. Denn das Pedal muss man auch zeigen. In dieser Preisklasse bekommt man ja normalerweise so kleine Taster mitgeliefert. Wenn man das Piano kauft, kriegt man also ein richtig vernünftiges Pedal mitgeliefert. Und das finde ich schon mal klasse. Mit umschaltbarer Polarität und kann man wahrscheinlich auch mit anderen Instrumenten benutzen. Genau. Top. Also das ist wirklich eine wichtige Sache. Pedal, ein gutes Pedal dabei. Von dem her eigentlich alles super. Notenständer dabei. Für den Klavierunterricht auf jeden Fall geeignet für den Preis. Auf jeden Fall. Tipptopp.